geht um die Hochzeit, habe ich recht? Ja, du hast recht. Und was ist dein Problem damit? Ich habe mich verliebt. Ja, und? In Marlene. Du hast was? Ich habe übrigens noch mal mit Susanne telefoniert. Sie hat mich eingeladen zu sich nach Marseille. Arno, das ist eine gute Idee. Was versprichst du dir davon? Dass du endlich abhaust. Und ich werde auch nicht aufhören, bevor Papa dich nicht in den Wind geschossen hat. Soll das jetzt ein Witz sein? Es gibt Dinge, die kann man sich nicht aussuchen. Glaub mir, Tristan, ich wollte mich nicht zwischen euch drängen. Und du hast die ganze Zeit davon gewusst? Rache ist Blutwurst. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Ich bin hingeknallt. Und dafür hat Vivian gesorgt. Wenn die glaubt, dass sie so weitermachen kann, dann hat sie sich geschnitten. Glaubst du, sie hat das wirklich mit Absicht getan? Sie hat es mir sogar ins Gesicht gesagt. Ist das dreist? Und, dass sie erst damit aufhört, wenn Daniel mich in den Wind geschossen hat. Wow. Die Kleine hat echt faustdick hinter den Ohren. Wenn die nach Hause kommt, dann werde ich sie so zusammenfalten, dass ihr Ego in dem Fingerhut Platz hat. Und dann sorge ich dafür, dass Daniel ihr den Rest gibt. Setz dich. Ich will mich nicht setzen, Dana. Ich will Blut. Vivian ist 14. Sie ist noch ein Kind. Ich habe neulich im Fernsehen so eine Doku über die Pubertät gesehen. Und wusstest du, dass das Gehirn sich quasi auflöst und alles komplett neu verdrahtet wird? Das heißt, die Kinder, die drehen total durch. Das ist lebensgefährlich. Jessica. Im Ernst, Dana. Wer in der Pubertät steckt, das ist kein Mensch, sondern ein Monster. Ja, vielleicht. Dieses Monster ist Daniels Tochter. Soll ich mir das aber jetzt alles gefallen lassen, oder was? Sie wird einen auf unschuldig machen. Mit großen Rehaugen und Piepsstimme. Und was meinst du, wie Daniel darauf reagieren wird? Dann bist du die böse Stiefmutter, die gemeint zu seiner Prinzessin war. Dann wusstest du es also die ganze Zeit. Ja. Nicht von Anfang an. Marlene hat mich darauf angesprochen. Aber ich habe es abgestritten. Weil ich wollte das ja selbst nicht. Und ich dachte, wenn ich nicht drüber rede und so tue, als ob nichts wäre, dann geht das vielleicht auch wieder weg. Aber bestimmte Dinge verschwinden nicht von selbst. Dann habe ich es ihr eben gesagt. Weil ich Marlene nicht länger anlügen wollte. Bei mir hattest du anscheinend ja kein Problem damit. Ich habe Marlene gebeten, dir nichts zu sagen. Ist dir eigentlich klar, in was für einer Situation du Marlene damit gebracht hast? Tristan, ich kann gut für mich selbst sprechen. Was ist nicht? Ich wollte das doch alles nicht. Dafür hast du es aber ziemlich weit kommen lassen. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich dir sagen sollen, dass ich mich in deine Freundin verliebt habe? Wäre es dir dann besser gegangen? Ja, wäre es. Marlene kann jedenfalls nichts dafür. So, und jetzt wissen alle Bescheid und das ist auch gut so. Und jetzt vergessen wir das Ganze. Am besten einfach wieder.
Ich musste ihn ja unbedingt selbst operieren. Das war grob fahrlässig. Ich hatte eine Doppelschicht hinter mir. Ich war total übermüdet. Alle hatten Timo aufgegeben. Du hast ihm das Leben gerettet. Nur um es zu zerstören. Wie sind denn die Heilungschancen? Timo braucht eine Lebertransplantation, und zwar verdammt schnell. Nutzt es etwas, wenn ich mich auch testen lasse? Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich verschwindend gering, aber danke, wir greifen nach jedem Strohhalm. Du kannst dich im Krankenhaus melden und dann entnehmen sie dir Blut. Und ich muss Arno anrufen. Ist er noch bei seiner Tochter in Marseille? Ja, hat sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet, aber ich nehme an, dass es ihm gut geht. Jetzt nach der Alzheimer-Diagnose wird es das Richtige sein, dass er bei seiner Tochter ist. Ich kann dir aber die Nummer von Susanne geben. Könntest du vielleicht? Ich meine, ihm schon beibringen, was passiert ist. Er musste in letzter Zeit so viel durchmachen. Und ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin... Ja, mache ich, klar. Danke. Danke. Wie lange weißt du es schon? Vielleicht seit ein paar Wochen. Dann war der Brief nicht von Christian, sondern von Rebecca. Ich bin so ein Idiot. Du konntest es doch nicht wissen. Ich konnte es dir einfach nicht sagen. Sie ist meine kleine Schwester. Ich kann verstehen, dass du sie beschützen willst. Aber anstatt dir zu vertrauen, habe ich dir auch noch mit meiner Eifersucht die Hölle heiß gemacht. An deiner Stelle wäre ich auch misstrauisch geworden. Du hast mir doch oft genug gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Deswegen seid ihr euch aus dem Weg gegangen und deswegen willst du die Hochzeit klein halten, aus Rücksicht auf Rebecca. Bitte sei nicht sauer auf sie, ja? Sie hat ja nichts weiter getan. Sie hat die Freundschaft zu dir ausgenutzt. Sie war in mich verliebt. Mein Gott, sowas passiert schon mal. Das ist doch keine böse Absicht. Ich werde trotzdem noch mal mit ihr reden. Worüber? Sie hat doch gesagt, dass das Thema für sie erledigt ist. Für sie vielleicht, aber für mich nicht. Susanne, das muss ja nichts heißen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich deinen Vater missverstanden habe. Vielleicht wollte er ganz woanders hin. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, ja? Es gibt bestimmt eine ganz einfache Erklärung. Ja, bis dann, Susanne. Arno ist gar nicht in Südfrankreich? Er hat sich noch nicht mal bei Susanne angekündigt. Naja, vielleicht wollte er sie überraschen. Aber dann müsste er doch längst angekommen sein. Was, wenn er einen Aussetzer hat und irgendwo orientierungslos herumirrt? Ach, Charlie, bitte nimm doch nicht gleich wieder das Schlimmste an. Ja, es hat nicht jeder so die Ruhe weg wie du. Was meinst denn du damit? Arno ist nicht bei Susanne. Er ist spurlos verschwunden. Das heißt doch was. Ja, ich nehme an, das heißt, dass er seine Ruhe haben will. Ja, von mir, ja? Willst du das damit sagen? Ach, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt, bitte. Ach, mir gehen jetzt einfach die Nerven durch. Charlie, bitte, bitte, jetzt bleib mal stehen. Meine Nerven liegen auch blank, aber das nützt überhaupt nichts, wenn wir beide in Panik verfallen. Und wenn er einen Unfall hatte? Oder wenn er sich was angetan hat? Bitte, Charlie, wir schauen jetzt erst einmal, wo Arno ist. Muss doch irgendeinen Hinweis geben, verdammt nochmal. Deine Gegner halten sich wenigstens an Regeln. Komm, zieh an. Jetzt sollte ich Vivian ja auch erst noch besser studieren, bevor ich zurückschlage. Hey. Hi, Dana. Hey. Hey. Bisschen siehst du aus wie ein Boxer. Also, irgendwie sexy. Zeig dir gleich meinen linken Haken. Vivi hat mir erzählt, dass du gestürzt bist. Hat sie das? Wie ist denn das passiert? Ach, ich bin nur über so ein blödes Kabel gestolpert und direkt auf die Nase. Das ist am Tag deines Shootings, hm? Zum Glück war ja Vivian da. Hat sich so lieb um mich gekümmert. Ach, echt? Sag mal, kannst du dir meine Nase noch mal genauer anschauen? Nicht, dass es so ein schiefer Zinken wird. Klar, sag mal her. Vorsicht. Also eine Fraktur ist es nicht. Ich denke mal, eine Prellung in 1 bis 2 Wochen ist alles wieder geheilt. So lang. Ja, so lange.
Komm mal her. Vorsicht. Oh, du bist so lieb. Ja, das weiß ich. Jetzt hol ich dir mal ein neues Kühlpack. Jetzt, komm. Du, Vivi, das ist doch okay, wenn wir unseren Besuch im Freibad auf morgen verschieben, oder? Guck mal, ich sollte mich ein bisschen um Jessica kümmern. Hm? Ja, okay. Eigentlich müssten wir alle Notaufnahmen und Krankenhäuser in Düsseldorf systematisch abklappern. Aber dürften die uns dann überhaupt Auskunft geben? Mir nicht, aber dir vielleicht. Du warst mit ihm verheiratet. Was ist denn mit deinem Kommissar? Helmke? Mit Frank? Ja, vielleicht kann der uns weiterhelfen. Hast du noch seine Nummer? Ach nein, ich will nicht, dass der sich falsche Hoffnungen macht. Naja, das wäre natürlich eine Chance. Hallo Frank, Charlie hier. Ich hoffe, das ist jetzt keine zu unangenehme Überraschung. Es geht um was Wichtiges. Ich bräuchte deine Hilfe. Es geht um meinen Mitbewohner Arno Brandner. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Arno, Elisabeth hier. Wenn du das abhörst, dann melde dich bitte bei mir. Es ist dringend, bitte. Also er sagt allen Streifen in der Stadt Bescheid und wenn er was hört, dann meldet er sich. Das ist doch gut, das ist doch schon mal was. Hier, Charlie. Schau mal, das sieht aus wie ein Brief von Arnos Bank. Ah, geht her. Wenn da Kontoauszüge drin sind, weißt du, dann wüssten wir wenigstens, wo er in den letzten Tagen Geld abgehoben hat. Guck mal. Er hat abgehoben. Guck mal hier. In Düsseldorf. Gib mir deine Brille. Düsseldorf. Danke. Könnte uns was Schönes kochen. Hast du auf irgendwas Besonderes Hunger? Also, meine Oma hat mir früher immer, wenn ich krank war, Spaghetti gekocht. Du hast aber Glück gehabt, das kriege ich gerade noch hin. Heute bin ich dein persönlicher Krankenpfleger. Dann zieh doch schon mal deinen heißen Kittel an. Und dann zeige ich dir, was mich ganz schnell wieder heilt. Hey, was gibt's denn? Ich habe einen Kräutertee gemacht. Der wird dir garantiert helfen. Und wie soll ich mir den jetzt durch die Nase ziehen, oder? Trinken natürlich. Naja, da sind Heilkräuter drin, die wirken abschwellend. Also Veilchen und Ringelblume und so. Das stimmt, das sind bewährte Hausmittel. Sag mal, woher weißt denn du sowas? Habe ich im Internet recherchiert. Naja, ich habe mir so Sorgen gemacht, vor allem als du meintest, dass sie auch noch Kopfschmerzen bekommen kann. Also, kommst du? Der wird dir garantiert helfen. Also bei so einer Rundumbetreuung kann ja nichts mehr schiefgehen. Ne? Bitte lass mich in Ruhe. Rebecca, warum hast du es ihm gesagt? Du hast doch gesehen, wie er drauf war. Er dachte, wir hätten Streit. Er hätte nicht locker gelassen. Und wieso hast du ihm dann nicht sonst was erzählt? Ich meine, man kann sich aus 1000 Gründen streiten. Er ist mein Bruder. Wie lange soll ich ihn noch anlügen? Das geht mir genauso. Ja, gut, wenn ich dich damit in eine blöde Situation gebracht habe, dann tut mir das leid. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Immerhin hat Tristan ja auch keine Ahnung, dass ich mit dir... Dann kannst du doch beruhigt sein. Tristan glaubt, dass du unschuldig bist und dass er keinen Grund hatte, eifersüchtig zu sein. Also, er könnte in Ruhe heiraten. Rebecca, bitte, es tut mir leid. Hör auf, dich ständig zu entschuldigen. Mir tut es nicht leid.
Nicht eine Minute. Auch wenn für dich unsere gemeinsame Nacht wohl keine Bedeutung hatte. Doch. Doch, es hat mir was bedeutet. Ja? Was denn? Dass du mal probiert hast, wie es mit einer Frau ist. Nein, Bitte. Ich habe akzeptiert, dass du meinen Bruder heiraten wirst. Und ich werde euch bestimmt nicht in die Quere kommen. War Tristan schon bei dir? Er wollte noch mal mit dir reden. Nein. Und keine Sorge, ich werde unser kleines Geheimnis für mich behalten. Ist es das, was du wissen wolltest? Nein. Ja, vielleicht. Danke. Gut, dann wäre das ja geklärt. Und wenn du mir jetzt noch einen Gefallen tun könntest, Ja, natürlich, klar. Was denn? bitte lass mich in Ruhe. Ich kann das nicht mehr. Hierher hast du dich also geflüchtet. Arno, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Du schnüffelst mir nach. Warum bist du nicht zu Susanne geflogen? Sie hat mir erzählt, dass du bei ihr nie angekommen bist. Dein Handy war ständig ausgeschaltet. Arno, du kennst mich. Ich bin fast verrückt geworden vor Sorge. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, hm? Charlie, du bist wie eine Klette. Wird man dich nie los? Arno, komm zurück! Das hier finde ich ganz gut. Bei diesen 3 könnten Sie noch ein bisschen mehr ins Detail. Und dann können Sie auch schon zur Schnittmeisterin. Gut. Dankeschön. Ich habe überhaupt gar keine Zeit und schon gar nicht, um mir eine Moralpredigt anzuhören. Ich war nur gerade in der Nähe und muss gleich ins Theater, deswegen wollte ich schon mal die neuen Kostüme mitnehmen. Klar. Können Sie bitte veranlassen, dass die transportfähig gemacht werden? Ja, natürlich. Danke. Hast du noch mehr davon? Wenn ich designe, dann stelle ich mir halt Menschen vor, die ich gut kenne. Marlene scheint sie besonders gut zu kennen. Die Kostüme sind gleich fertig. Wie lange geht das schon mit euch? Seit wann weißt du, dass du dich in Marlene verliebt hast? Keine Ahnung. Seit ein paar Wochen oder Monaten. Monate. Wir haben in dieser Zeit immer wieder über Marlene gesprochen. Ich habe mich dir vollkommen anvertraut und du hast mir nichts gesagt. Was hätte das geändert? Alles. Du wusstest, dass ich völlig zu Unrecht eifersüchtig auf Christian war. Und du hast Marlene genötigt, mich anzulügen, weil sie dich beschützen wollte. Gib's zu, du hast gehofft, dass wir uns trennen. Selbst wenn. Marlene liebt dich. Und es war ein furchtbares Gefühl, dich die ganze Zeit anzulügen. Auch wenn du mir das jetzt nicht glaubst. Tristan. Du bist mein Bruder. Und genau deswegen habe ich dir vertraut. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Ja, jetzt probier doch mal. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Und was genau ist da alles drin? Jetzt probier doch einfach. Schmeckt gar nicht so schlecht. So, fange ich mal an zu kochen. Das ist übrigens auch noch drin. Flüssig.
Flüssigfischfutter? Was hat sie denn? Keine Ahnung, vielleicht noch eine Gehirnerschütterung von ihrem Sturz. Verdammtes Miststück. Na schön. Du hast es ja nicht anders gewollt. Hast du eigentlich auf der ganzen Welt nichts anderes zu tun? Du willst, dass ich dich in Ruhe lasse. Das kann ich nicht. Warum tust du nicht, was man dir sagt? Das wäre ja noch schöner. Du bist nicht alleine auf der Welt, Arno Brandner. Es gibt Leute, die dich lieben und denen es nicht gleichgültig ist, was du mit deinem Leben anstellst. Wenn du keine Hilfe willst, okay. Aber es gibt Menschen, die deine Hilfe brauchen. Und zwar genau deine. Quatsch. Wer sollte das wohl sein? Dein Enkel Timo. Timo ist im Krankenhaus und wenn er nicht bald eine Leberspende bekommt, dann wird er sterben. Ricardo hat mir erklärt, dass vor allen Dingen Verwandte 1. und 2. Grades in Frage kommen. Also du zum Beispiel. Wir können es aber nur herausfinden, wenn du dich testen lässt. Komm. Gehen wir. Komm. Wow. Und du hast nie was mitbekommen? Rebecca hat erfolgreich die beste Freundin-Karte ausgespielt und sich so schön an Marlene rangekuschelt. Und als normaler Mann bekommt man sowas ja auch nicht mit. Aber zwischen den beiden ist nicht wirklich was gelaufen, oder? Trotzdem hat sie es doch drauf ankommen lassen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich schon. Seit sie aus den USA zurück ist, fährt sie sowieso ihren komischen Ego-Trip. Warum also nicht dem eigenen Bruder die Verlobte ausspannen? Komm, jetzt spinn hier nicht rum. Wenn ich darüber nachdenke, was ich hier alles erzählt habe über Marlene und mich. Tristan. Wahrscheinlich hat sie sich auch noch bei jeder kleinen Krise Chancen ausgerechnet. Tristan, Was? komm, setz dich. So. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es Rebecca bei der ganzen Sache ging? Mir reicht es, wenn ich darüber nachdenke, wie es mir bei der Sache geht. Wäre aber nur fair. Man, sie ist unglücklich in Marlene verliebt und muss sich jedes Detail eurer Beziehung anhören. Denkst du, das macht Spaß? Kommt aufs Detail an. Und wenn sie ehrlich zu mir gewesen wäre, hätte sie das vermeiden können. Wahrscheinlich hat sie sich nicht getraut. Ja, so ist das eben, wenn man wieder besserer Vernunft in jemanden verliebt ist. Das solltest du am besten wissen. Oh, Entschuldigung. Oh, ist okay, komm ruhig rein. Was machst du denn da mit Vivians Kosmetiktasche? Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ich dachte, die neue Taktik heißt jetzt, mach deinen Feind zum Freund. Ja, aber leider heißt das nicht, dass dieser kleine Drache mich endlich in Ruhe lässt. Im Gegenteil. Sie hat mir flüssiges Fischfutter in den Tee gemischt. Wie bitte? Gott, mir wird schon wieder schlecht. Mir auch gerade. Ja, aber zum Glück sieht ihre Zahnpasta ohne Etikette meiner Handcreme zum Verwechseln ähnlich. Das ist total kindisch, Jessica. Ich schlag sie nur mit ihren eigenen Waffen. Du bist aber erwachsen, Jessica. Gott, dieser kleine Drache soll endlich mal checken, dass ich mir nicht alles gefallen lasse. Tu einfach, was du nicht lassen kannst. Schon geschehen. Hey, Hey, du hast aber auch schon mal besser ausgesehen. Danke. Komm schon, du weißt, was ich meine. Was ist passiert? Tristan weiß Bescheid. Was? Dass du mit Rebecca im Bett warst? Nein, natürlich nicht. Was dann? Sie hat ihm gestanden, dass sie in mich verliebt ist.
Das alles? Ja, zum Glück. Ist doch gut für dich. Ja, dachte ich anfangs auch, aber je mehr ich drüber nachdenke, umso elender fühle ich mich. Ich habe Rebecca Hoffnung gemacht. Als sie auf Abstand ging, habe ich ihre Nähe gesucht. Und jetzt geht sie mir aus dem Weg. Ja und? Meinst du jetzt, du hast die falsche Entscheidung mit Tristan getroffen, oder wie? Nein. Und damit ist die Fragestunde auch wieder beendet. Okay. Es ist doch super, wenn du jetzt dir so sicher mit Tristan bist. Ich meine, du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und Rebecca kannst du auch nicht helfen. Wenn sie meint, dass es richtig ist, dass sie ihrem Bruder jetzt das alles gesagt hat, also zumindest fast alles, Mann, zumindest hat dieses Rumgeeiere jetzt endlich ein Ende. Naja, aber wie sollen denn die beiden jemals wieder ein normales Verhältnis zueinander aufbauen? Wie soll denn Rebecca damit klarkommen, dass ich plötzlich ihre Schwägerin bin? Rebecca wird das schon schaffen. Komm her. Ich liebe Spaghetti Alibaba. Oder wie das heißt. Arrabbiata. Du, die gelingen mir immer. Ja, und heute mal mit extra viel Knoblauch. Auf Wunsch einer armen, kranken Maus. Hm? Unterschätzt nicht die Heilkraft von Knoblauch. Man sollte nur kein Date haben. Mein Gott, wie viel hast du denn da reingehauen? Ja, eine Menge, darum schmeckt's ja auch so gut. Hm? So, und du legst dich jetzt auf die Couch, ja? Gern. Vivian, du könntest doch mal beim Spülen helfen. Ja, klar, mache ich. Du hast ja schon gekocht, lass einfach stehen. Okay, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Schon gar nicht, wenn meine Tochter das sagt. Hm? Ich gehe mir nur mal eben die Zähne putzen. Hat da vielleicht doch jemand noch ein Date? Nein, ich habe nur gerade ungefähr 1 Tonne Knoblauch gegessen. Läuft doch ganz gut mit dir, oder? Ja, finde ich auch. Na, Vorsicht. Entschuldigung. Jessica, verdammt, was hast du getan? Hey. Ich? Wovon sprichst du? Ja. Charlie, das ist nicht gerecht. Der Junge hat sein Leben noch vor sich. Du sahst aber auch schon mal besser aus, oder? Hör mal, wer liegt hier im Krankenhaus, du oder ich? Schön, dass du da bist. Hey, du hast deine Zahnpasta mit Jessicas Handcreme verwechselt. Oh nein, sowas Blödes. Oh, was für ein blöder Zufall. Ja, manchmal passieren Dinge, auf die würde man von allein gar nicht kommen. Oh, was du nicht sagst. Hey, das war eine Verwechslung. Sowas kann doch mal passieren, oder? Ja, ist ja kein Problem. Meine Zähne sind ja nur blau. Kein Ding, wirklich. Ist es auch nicht. Das Polysorbat, das hat mit deinem Zahnschmelz reagiert. Das ist morgen wieder weg. Ja, hoffentlich. Okay, können wir uns darauf einigen, dass niemand daran schuld ist? Ich habe nämlich keinen Bock, dass der Stress zwischen euch schon wieder losgeht. Oh, ich auch nicht. Oh, das will keiner, glaub mir. Na dann, habt ihr Bock auf einen Film?
nicht albern. Du kannst ihr wenigstens Hallo sagen. Na, ist sie schon. Nein, ich rufe dich vor deinem Flug noch mal an. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Hallo. Hallo. Was macht ihr denn hier? Marlene hat noch einen Termin mit der Schnittmeisterin und ich wollte noch mal mit ihr reden. Ich gehe dann mal, ja? Wir können uns nicht ewig aus dem Weg gehen, Rebecca. Das hat sich vorhin aber anders angehört. Das stimmt. Du wirst verstehen, dass deine kleine Beichte ein ziemlicher Schock für mich war. Ja, das kann ich verstehen. Aber mir ist auch klar geworden, dass die Situation für dich am schwierigsten ist von uns dreien. Und jetzt heiraten Marlene und ich auch noch. Das muss hart für dich sein. Und deswegen will ich noch mal auf deinen Vorschlag eingehen. Wir sollten das ganz einfach vergessen. Marlene muss man eben lieben. Und solange du nicht versuchst, mir sie auszuspannen, wie kann ich dir das übernehmen? Sorry, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ab jetzt zusammen mit dir von Marlene zu schwärmen. Ich will dir einfach nur sagen, dass ich dich verstehen kann. Ricardo, gibt es schon was Neues? Also ich will nichts beschreien, aber Arnos Blutwerte stimmen mit denen von Timo überein. Das heißt, er könnte... Vielleicht. Wenn jetzt auch noch seine Leberstruktur passt, dann könnte Arno tatsächlich der passende Spender sein. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Ricardo, ich weiß, du hast jetzt genug Sorgen mit Timo, aber... Aber? Es geht um Arno. Du hast ihn doch erlebt. Er macht vollkommen dicht. Er lässt mich überhaupt nicht mehr an seinem Leben teilhaben. Ja, es ist nicht ungewöhnlich, nach so einer Diagnose in eine Depression zu verfallen. Ich habe ihn doch in dieser Pension ausfindig gemacht. Und als ich ihm von Timo erzählt habe, war er wie ausgewechselt. Er wollte sofort hierher ins Krankenhaus. Alzheimer-Patienten fühlen sich oft nutzlos. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt zu helfen... Hast du Arno gesagt? Na, mach dir keine Gedanken. Timo kann keine Aufregung vertragen. Ja, dann werde ich mal zusehen, dass die fehlenden Untersuchungen schnell erledigt werden. Charlie, danke, dass du ihn so schnell gefunden hast. Am schlimmsten ist das ständige Rumliegen und das Nichtstun. Das kann ich sehr gut verstehen. Bei meinem letzten Krankenhausaufenthalt, da habe ich mich so gelangweilt, dass ich fast gestorben wäre. Aber mein Zimmerkollege hat mir das Schachspielen beigebracht. Ja, die Zeit verging wie im Flug. Zum Schluss habe ich ihn geschlagen. Kannst du mir beim nächsten Mal ein Schachspiel mitbringen? Ein Schachspiel? Ja, natürlich kann ich das. Das kann ich. Ich will es mir notieren. Ist ja wichtig. Wenn Leo sich manchmal was kurzfristig merken will, dann schreibt sie es sich auf die Hand. Auf die Hand? Guter Tipp. Gern geschehen. Muss ein ziemlich mieses Gefühl sein. Ich weiß noch genau, wie es war, als Marlene nicht von Hagen losgekommen ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Das muss ja der reinste Horror für dich gewesen sein, die ganze Zeit, die ihr zusammen verbracht habt. Ich meine, wenn du wenigstens ein Kerl wärst, aber so. Wie meinst du das? Naja, wenn man so völlig außer Konkurrenz läuft. Du scheinst dir deiner Sache ja ziemlich sicher zu sein. Ich kenne Marlene, sie würde niemals was anfangen mit einer Frau. Ich kenne Marlene auch. Und zwar ziemlich gut. Und trotzdem hast du dich in sie verliebt. Gefühle sind schon verrückt, oder? Warum bist du dir eigentlich so sicher? Bitte? Naja, dass Marlene sich nicht für mich interessiert. Woher willst du das so genau wissen? Wir sind zusammen und wir sind verlobt, schon vergessen. Das, mein Lieber, heißt gar nichts. Was willst du damit sagen? Er schläft wieder. Arno, es sieht gut aus. Deine Blutwerte passen zu denen von Timos.
Das heißt, das erste Kriterium ist erfüllt. In ein paar Stunden wissen wir, ob auch die Leberstruktur übereinstimmt. Und wenn das so ist, Arno, dann wirst du derjenige sein, der mit einem Stück seiner Leber Timo das Leben retten kann. Und wieso nur ein Stück? Warum nicht meine ganze? Warum sagst du das? Ja, wenn es Timo gut tut, ja, dann sollen die Ärzte doch meine ganze Leber entnehmen. Spinnst du? Ohne Leber würdest du sterben. Das wäre mein nützlicher Tod. Weißt du, dieses Leben ist sowieso nichts mehr wert. Das stimmt doch nicht. Das habe ich dir jetzt schon so oft gesagt. Ja, aber das ist eine Lüge. Ist es nicht? Du hast Familie, du hast Freunde. Wir wollen alle für dich da sein und wir brauchen dich. Das ist Quatsch. Alleine, ohne mich, kommt ihr viel besser klar. Charlie, ich werde anfangen, langsam euch einen nach dem anderen zu vergessen. Freundschaft, was ist das noch wert? Alles! Da bewährt sich doch Freundschaft überhaupt erst, dass man nicht alleine ist. Ja, ich werde aber allein sein, Charlie. Allein in einer fremden Welt. Ach, Arno, hör doch endlich damit auf. Sollen die Ärzte meine ganze Leber haben? Noch ist sie so gut wie jeder andere und ich merke nichts. Ich bin ja tot. To